Mit diesem Rezept holst du dir den Trend aus den Cafés direkt nach Hause. Hi, ich bin Yvonne und wir machen heute in meinem Café 3 coole Trendgetränke für den Herbst. Kommt doch mit! Hi, ich bin Sophie. Ich bin Sumaya und wir versuchen heute 3 verschiedene Heißgetränke für den Herbst nachzumixen, die ihr zu Hause auch nachmachen könnt. Wir fangen an mit der goldenen Milch, einem indischen Heißgetränk, machen weiter mit dem Butterbier, den Klassiker aus Harry Potter. Und zum Schluss schauen wir uns noch zusammen den Pumpkin Spice Latte an. Den kennt man auch aus allen Cafés dieser Welt. Außerdem zeige ich euch heute, welche Zutaten man ersetzen kann, wenn man was anderes verwenden möchte und wie man das Getränk am Ende schön dekoriert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Wir brauchen dafür Ingwer, Kurkuma, Pfeffer, Zimt, Honig und Milch. Wir fangen mit dem Ingwer und mit dem Kurkuma an. Wenn ihr frischen benutzt, kleiner Tipp von mir, zieht euch unbedingt Handschuhe an. Ansonsten sind die Finger für immer gelb. Schön orangene Finger. Wir brauchen eine Reibe, die sehr fein ist. Und dann starten wir mit dem Kurkuma. Weiter geht es dann direkt mit dem Ingwer. Wenn man es nicht ganz so scharf mag, kann man noch einfach etwas weniger Ingwer verwenden. Oh, egal, wir sind scharf, wir können das aushalten. Dann brauchen wir heißes Wasser. Da wird dann der Ingwer und der Kurkuma reingegeben. Und dann wird es so lange aufgekocht, bis eine Paste entsteht. Wir nehmen ungefähr einen halben Teelöffel auf die Menge von jedem Gewürz. Kleiner Tipp von mir, wer das morgens gerne trinken mag und es ein bisschen schärfer gerne hat für den Stoffwechsel, kann auch Cayennepfeffer nehmen. Oh yes, das sieht gut aus. Und jetzt würde noch der Agavendicksaft dazukommen. Wir wollen süß. Aber es ist echt eine gute Paste. Geil! Ich bin echt stolz auf uns. Ready für den nächsten Schritt? Ein Esslöffel Paste in ca. 350 ml Milch unterrühren. Jetzt können wir es auch schon servieren und dekorieren. Ich würde ein Glas vorschlagen, damit man die goldene Farbe auch schön sehen kann. Tasse wäre aber auch völlig okay. Sollte normale Milch nicht so euer Ding sein, ist es auch völlig möglich, das mit Hafermilch oder Kokosmilch zu machen. Und ein bisschen Zimt oben drauf. Und der Strohhalm darf natürlich auch nicht fehlen. Kleiner Tipp noch dazu, wenn das an warmen Tagen getrunken werden soll, geht das auch super mit Eiswürfeln. Alle Rezepte aus diesem Film findet ihr auch in der Description. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für noch mehr Tipps. Für mich ist das Beste am Herbst die bunten Farben, das milde Wetter, die gute Luft und natürlich die Trends. Ich freue mich am meisten drauf, den Kleiderschrank endlich wieder fit zu machen und die neue Herbstgarderobe einzukaufen. Wir machen jetzt zusammen ein Butterbier, bekannt aus den 3 Besen aus Harry Potter. Wir brauchen einmal Butter, Zucker, Milch, Malzbier, eine Vanilleschote, Zimt und Kakaopulver. Und dann starten wir mit der Butter. Dann fügen wir 3 Esslöffel braunen Zucker hinzu und lassen das Ganze ein bisschen karamellisieren. Schön rühren dabei, sonst brennt es an. Sieht gut aus. Wir brauchen 250 ml Milch. Auch das dann zusammen einmal schön aufkochen lassen und dann kommen die Gewürze dazu. Eine Prise Zimt, Kakaopulver und eine Vanilleschote. Einfach in der Mitte aufschneiden und dann mit einem Löffel aus der Mitte das Mark rausholen. Und dann lassen wir das so lange aufkochen, bis sich die Gewürze aufgelöst haben und es eine leicht schaumige Konsistenz ergibt. Okay, also das riecht auf jeden Fall ein bisschen nach Plätzchenbäckerei. Bisschen weihnachtlich. Gefällt mir. Jetzt fehlt nur noch das Malzbier. Bin gespannt, wie euer Drink jetzt aussieht. Danke, Yvonne. So, Endergebnis mit vollem Einsatz. Sieht gut aus. Also oben drauf die Sahne, also ein bisschen Platz lassen, schätze ich mal. Ne? Genau, so sieht's aus. Ein bisschen geschlagene Sahne. Und dann könnt ihr das mit Zimt oder mit Kakaopulver dekorieren. Fertig sind wir. Interesting. Sieht das Das sieht aus? mega gut aus. Ja. Das Beste an heißen Getränken an kühlen Tagen ist einfach, dass man sich so richtig kuschelig und warm fühlt. Das ist das schönste Gefühl, das man haben kann.
Was ist dein Lieblingsgetränk zum Aufwärmen an kalten Tagen? Schreib es in die Kommentare. Wir machen zusammen jetzt noch einen Pumpkin Spice Latte. Die Besonderheit ist, dass wir frischen Kürbispüree verwenden. Für unser drittes Trendrezept brauchen wir Zimt, Ingwer und Nelke, Agavensirup, Kürbispüree, Milch und Espresso. Wir nehmen Muskat, Nelke und Zimt und vermischen alles in gleicher Menge und reiben noch ein bisschen frischen Ingwer rein. Und dann Agavendicksaft. Ihr könnt auch Honig nehmen, alles was klebrig und süß ist. Süßer geht immer. Und dann müsst ihr das so lange rühren, bis eine klebrige Paste entsteht. Den Sirup an sich könnt ihr euch auch auf größere Menge machen und den im Kühlschrank aufbewahren. Den kann man für ganz viele tolle Sachen benutzen. Nicht nur für Kaffee, sondern auch in Tee oder in Müsli. Jetzt brauchen wir unsere Milch. Scheiße, ups. Ich dachte, bei euch zu Hause ist es etwas sicherer als bei uns. Jetzt brauchen wir noch unseren Kürbis. Den könnt ihr entweder frisch machen, gibt es aber auch schon fertig püriert. Ist genauso gut. Einmal die Milch ins Glas. Dann fügen wir unseren Espresso hinzu. Dafür ganz langsam eingießen, damit sich das nach Möglichkeit noch absetzt unterm Schaum. Sieht schon ziemlich lattig aus. Ja. Jetzt können wir es auch schon dekorieren mit ein bisschen Kürbis und ein bisschen Zimt obendrauf, damit es hübsch aussieht. Und fertig ist der Pumpkin Spice Latte. Ich mache die Variation davon, und zwar das Apple Pie Latte. Für den Apple Pie Latte braucht man einen Teelöffel von dem Apple Pie Gewürz und 2 bis 3 Esslöffel von dem Apfelmus. Und als Hauptzutat einmal Vanille-Sojamilch. Das Ganze haben wir jetzt aufgekühlt und nachdem es geköchelt hat, eine wunderbare Farbe. So, wir verzieren das Ganze jetzt noch. Die goldene Milch würde ich den Leuten empfehlen, die einfach Lust haben auf exotische Gewürze. Das Butterbier könnte eine schöne Alternative für den Glühweinumtrunk sein mit Freunden. Den kann man auch noch schön alkoholisch aufpeppen. Der Pumpkin Spice Latte, den würde ich auf jeden Fall allen empfehlen, die das richtig herzhaft und saftig mögen. Der Apple Pie Latte ist ein super Familiendrink. Der erinnert einfach an diese schönen Nachmittage mit Apfelkuchen und Milch. Das ist mega gut geworden. Oder? Ja. Haben wir echt gut gemacht. Auch vom Süßigkeitsgrad. Finde ich ich's auch, gell? perfekt. Perfekt! Haben wir echt gut gemacht. Super. Geil. Auf jeden Fall werde ich einen der Drinks für meine Mom vorbereiten. Und ich würde ultra gerne mit Sophie für unsere Mädels mal diese Drinks ausprobieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.